Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Nachdem ich inzwischen schon 2 verschiedene ketogene, vegane, Weltmeisterbrotartige Brote hergestellt habe, die sehr gut gelungen sind und sehr einfach herzustellen waren, Mashallah, habe ich die Frage bekommen, ob man diese auch in Brötchenform herstellen kann. Und das habe ich mit diesem Rezept versucht, welches mir ebenso gut gelungen ist, Mashallah. Und wie einfach man diese leckeren, gesunden Brötchen herstellen kann und dass man auch mit den Zutaten variieren könnte, das zeige ich euch jetzt in diesem Video, inshallah. Wir geben wieder in eine separate Schüssel 15 Gramm ganze Flohsamenschalen. Dazu kommen 2 Esslöffel naturtrüber Apfelessig oder eben mein natürliches Antibiotikum. Das Video dazu verlinke ich euch gerne hier oben nochmal. Und 350 Milliliter heißes, möglichst dampfdestilliertes Wasser. Dann werden die Zutaten kurz mit dem Schneebesen verrührt und dann stellen wir die Schüssel zur Seite, damit die Flohsamen quellen können. In eine zweite Schüssel geben wir dann 40 Gramm Bio-Kokosmehl und 50 Gramm Bio-Mandelmehl, einen halben Teelöffel Kaiser-Natron und einen ganzen gehäuften Teelöffel Backpulver. Ebenso ein Teelöffel Natursalz, in meinem Fall das Halid-Salz. Und dann werden wir die wichtigste Zutat, die goldenen Leinsamen in Bioqualität, erstmal mit der Kaffeemühle ganz fein vermahlen. Wichtig ist, die Leinsamen immer frisch zu vermahlen und nicht im gemahlenen Zustand zu kaufen. Und das gilt genauso für diese 50 Gramm Bio-Hanfsamen. Die sollte man aber nur ganz kurz vermahlen, weil sie sonst sofort ihr Öl abgeben und zu einer klumpigen, klebrigen Masse werden, wie man das hier zum Teil sehen kann. Das ist aber kein Weltuntergang, denn die gemahlenen Hanfsamen werden hier einfach mit den anderen Zutaten gut vermischt. Und sobald wir das getan haben, werden wir nach der Flohsamenmischung schauen. Die scheint schon einigermaßen gequollen zu sein. Die ist zwar noch ein bisschen flüssig, aber das reicht schon, um den Inhalt der beiden Schüsseln zu vermischen und mit der Hand gut zu verkneten. Und sobald wir das getan haben, bleibt uns nichts anderes übrig, als aus dem fertig gekneteten Teig die Brötchen zu formen und diese dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech zu legen. Wir sehen, wie schnell und einfach das geht. Dann könnte man die Brötchen noch mit verschiedenen Samen bestreuen. Hier in diesem Fall mit Sesamsamen und den gesunden Schwarzkümmelsamen, in denen Heilung liegt gegen jede Krankheit außer gegen den Tod. Mein Video zum Allheilmittel Schwarzkümmel kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Die Brötchen werden dann bei Ober- und Unterhitze auf Mittelstufe bei 180 Grad Celsius genau für 60 Minuten gebacken. Danach lassen wir die Brötchen auch in diesem Fall wieder, genau wie mit dem Brot, auf einem Abkühlgitter so lange ruhen, bis sie komplett ausgekühlt sind. Erst danach können wir sie anschneiden. Damit haben wir jetzt herrliche, gesunde Brötchen erstellt. Man kann mit den Zutaten immer ein wenig variieren, wie wir auch bei den anderen 2 Waldmeisterbrotartigen Brote gesehen haben, solange die Hauptzutat, die gemahlenen Leinsamen, immer enthalten sind und natürlich die Flohsamenmischung, die ganz wichtig immer aus ganzen Flohsamen bestehen muss, nicht aus gemahlenen Flohsamen. Würde man die Flohsamenschalen mahlen, dann würde die Konsistenz des Brotes oder der Brötchen eine nasse, schwere sein, weil die Flohsamen dann viel mehr Flüssigkeit aufsaugen und an das Brot abgeben würden. Was nun die Kombination der anderen Zutaten in diesen Brötchen hier betrifft, so finde ich, dass sie eine sehr gelungene Kombination darstellen, weil die Mischung aus Kokosmehl, Mandelmehl und Hanfsamenmehl zu einem besonders leckeren, geschmacklichen Ergebnis führt, ganz zu schweigen von ihrer gesundheitlichen Wirkung. Denn gerade Hanfsamen sind ein Superfood, die Krankheiten vorbeugen und Entzündungen bekämpfen. Denn die im Hanfsamen enthaltenen hochwirksamen Antioxidantien, wie zum Beispiel das Phytol, bekämpfen sogenannte freie Radikale. Wer übrigens regelmäßig Hanfsamen isst, dessen Chance, gesund und munter 100 Jahre alt zu werden, erhöht sich offenbar enorm. Denn im chinesischen Dorf Bama Yao, wo die Menschen regelmäßig Hanfsamen essen, leben anscheinend besonders viele Menschen, die über 100 Jahre alt sind. Subhanallah. Hier sehen wir meine leckere, gesunde, selbstgemachte Apfelmarmelade auf dem Brötchen. Dieses Video dazu kann ich euch hier oben auch gerne nochmal verlinken, denn die Marmelade kommt ganz ohne Zucker aus. Ja, damit ist ein weiteres gesundes, veganes Rezeptvideo beendet. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.